Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Sind Spiegelreflexkameras tatsächlich um so vieles schlechter als neue spiegellose Kameras? Oder warum macht heute kaum noch jemand ein Video über zum Beispiel eine Spiegelreflexkamera, die schon einige Jahre auf dem Buckel hat? Anlass fürs heutige Video ist wie immer eine Zuschauerzuschrift in Form eines Kommentares. Was der Kommentarschreiber mir geschrieben hat und wie die Antwort auf die eingangs gestellte Frage ist, all das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Die schöne Welt der Fotografie, im Grunde ein tolles, entspannendes und sehr vielseitiges Hobby, aber eben auch ein sehr schnelllebiges Hobby, denn im Grunde ist es ja so, dass egal welcher Hersteller gefühlt jedes Jahr mindestens ein neues Kameramodell, mindestens ein neues Objektiv herausbringt. Und schnell stellt man sich dann natürlich die Frage, gerade wenn man auf YouTube sich auch Videos anschaut, ja, sind denn jetzt die neuen Kameras tatsächlich so viel besser als alte Kameras oder Kameras, die vielleicht auch nur ein paar Jahre schon auf dem Buckel haben? Warum produziert denn keiner mehr Content über diese älteren Kameras? Lohnt es sich überhaupt, solche Kameras noch zu kaufen? Als kleinen Anlass für dieses Video und auch für die eben aufgeworfenen Fragen geht natürlich ein Kommentar eines Zuschauers voraus. Den möchte ich euch jetzt mal vorlesen und dann versuchen wir mal, die eben gestellten Fragen zu beantworten. Hallo, du machst gute Videos, aber ich fühle mich von dir im Stich gelassen. Und zwar würde ich mir wünschen, dass du zwischendurch auch mal was mit der Canon 80D machst. Ja, es wäre ein Schritt nach hinten, aber nicht jeder kann sich teure Kameras zu Hause hinlegen. Also bitte auch an Leute denken, die noch mit Spiegelreflexkameras fotografieren. Den Kommentar an sich finde ich sehr gut. Er ist natürlich sehr speziell. Er ist jemand, der eine 80D hat und der wünscht sich jetzt natürlich entsprechenden Content dazu. Zum Beispiel von mir. Ja, da gehe ich von aus bei dem Kommentar. An der Stelle natürlich vielen Dank, dass du dir Content über die 80D von mir wünschst. Aber warum kommt kein aktueller Content, zum Beispiel über Kameras wie die 80D? Eine Spiegelreflexkamera, 24 Megapixel und im Grunde ja gut aufgestellt. Gerade auch für den Einsteiger interessant. Heute bekommst du eine 80D, ja schon mit Kit-Objektiv, vielleicht auch gebraucht, aber vom Händler für gut um die 400 bis 500 Euro. Also ziemlich attraktiv ja für den Einstieg. Also warum richten sich nicht zum Beispiel Fotografen, YouTuber, wie ich es bin, an solche Einsteigermodelle? Dafür müssen wir uns erstmal die Frage stellen, ja, wo ist denn dieser Bereich in YouTube platziert? Natürlich ist eine 80D immer noch eine gute Spiegelreflexkamera. Keine Frage. 24 Megapixel hört sich ja erstmal gut an, gerade im Vergleich zu modernen spiegellosen Kameras, wie zum Beispiel der R6 Mark II. Die hat ja auch nur 24 Megapixel. Natürlich ist dann schnell die Frage, ja, wo ist denn da der Unterschied? 24, ja, die macht doch die gleichen Bilder. Ja, denkst du. Denn die Auflösung, also wie viel Megapixel ein Sensor hat, ist ja nicht gleichbedeutend mit der Bildqualität. Denn ja, zum Bildsensor gehört natürlich auch noch der Prozessor, der in der Kamera arbeitet und natürlich vieles mehr. Wir brauchen uns zum Beispiel nur mal von der 80D den ISO-Wert anschauen. Ja, ISO 100 bis ISO 16000. Ja, 16000 ist dabei ja das Maximum, was du einstellen kannst. Und bei ISO 16000, bei der 80D, fotografiere mal damit, ja, da ist ein nettes, sieht ein bisschen aus wie Malen nach Zahlen. Ja, die R6 Mark II, die lacht über ein ISO 16000, ja, da wird die erst richtig warm. Also da kriegst du zumindest noch ein sehr gutes Bildergebnis. Das heißt, grundlegend hat sich natürlich was getan in der Entwicklung. Und ja, auch ich bin tatsächlich, wenn es darum geht, im Grunde die Basics zu verstehen, die Basics in der Fotografie, immer geneigt zu sagen, mit der Spiegelreflexkamera kannst du die Basics besser lernen als mit der spiegellosen Kamera. Warum? Spiegellose Kamera, da schaue ich ja oben nicht mehr im Sucher durch eine Spiegelumleitung, sondern ich habe einen kleinen Monitor. Und alles, was ich verändere, ISO-Blende, Verschlusszeit, dementsprechend passt sich natürlich mein Vorschaubild an. Das heißt, ich bekomme, was ich sehe, im Sucher. Schaust du durch eine Spiegelreflexkamera, sieht das Bild immer toll aus. Aber wenn du ein Foto machst und hast die falschen Einstellungen, ist es zu hell, zu dunkel, was auch immer. Da gehört halt mehr technisches Verständnis dazu. Ja, du musst die Belichtungskorrektur dir anschauen, passt das alles? Da ist natürlich die spiegellose Kamera ganz weit vorn für einen Anfänger. Ob du damit schneller die Grundlagen der Fotografie lernst, das lassen wir mal dahingestellt.
Das heißt, ja, im Grunde könnte man ja darüber ein Video machen. Aber warum macht das heute keiner mehr? Warum hole ich mir jetzt nicht eine 80D und mache damit jetzt ein Video? Das kann ich dir sagen, das ist ganz einfach. Punkt 1, die 80D ist 7 Jahre alt. Also vor 7 Jahren ist sie ja auf den Markt gekommen. Das ist immer noch eine gute Kamera, das ist keine Frage. Ob sie auf dem neuesten Stand der Technik ist? Nein, natürlich nicht. Aber warum mache ich jetzt kein Video? Das ist ganz einfach, denn vor 7 Jahren gab es auch schon YouTuber und die haben reichlich Videos gemacht, als die Kamera rauskam. Das heißt, das Angebot an Videos über die Kamera, Bedienung, Menü, wie machst du die tolle Bilder damit, das ist ja gesättigt, das ist ja voll. Jetzt da oben drauf quasi nochmal so ein Revival zu machen, sich so eine Kamera zu nehmen und zu sagen, ja, es gibt vielleicht schon 50.000 Videos über die 80D, ich mache jetzt einfach nochmal eins, weil jemand danach gefragt hat. Das ist natürlich schwierig, weil wo ist da die Interessengruppe, ja? Wo ist die Zielgruppe davon? Und auch das ist ja eine spezielle Kamera. Im Grunde ist es ja so, dass alle Videotipps, alle Fototipps, die ich euch gebe in meinen Videos im Grunde ja anwendbar sind, auch auf Spiegelreflexkameras. ISO, Blende, Verschlusszeit. Da spielt es keine Rolle, ob du eine spiegellose Kamera oder eine Spiegelreflexkamera hast. Das Grundprinzip ist das gleiche. Erkläre ich dir das an der aktuellen spiegellosen Kamera, kannst du es anwenden auf deine Spiegelreflexkamera. Auch Bildaufbau, das hängt ja nicht zusammen mit einer spiegellosen Kamera, sondern es ist genauso identisch der Bildaufbau in deiner Spiegelreflex. Ja, also da ist eben kein großer Unterschied. Deshalb ist es natürlich für YouTuber, für Fotografen aktuell wenig verlockend, über ältere Kameras einfach ein Video zu machen. Warum auch? Es gibt ja bereits genug. Und eine zweite Sache, und die muss ich auch nochmal ganz deutlich ansprechen, denn tatsächlich ist es nicht die erste Anfrage über spezielle Kameras, spezielle Objektive. Sondern ich bekomme ja immer mal die Frage, Mensch Rico, ich würde mir mal wünschen, vergleich doch mal die Kamera mit der Kamera. Vergleich doch mal das Objektiv mit dem Objektiv und kannst du nicht mal was zu der Kamera sagen. An der Stelle nochmal ganz klar, Kameras, die ich euch dauerhaft vorstelle, meine Canon EOS R, die R6 Mark II, Nikon ZFC, Fuji sage ich schon, Nikon ZFC. Ich habe nämlich gerade eine Fuji zum Testen da. Also meine Hauptkameras, die habe ich alle gekauft, selber gekauft. Ich kriege die nicht von Canon, ich kriege sie nicht irgendwo gesponsert und das ist ja eine Fehlannahme von vielen. Ja? Also die Kameras, die ich euch in der Regel zeige, die gehören mir auch. Natürlich habe ich mittlerweile durch die Reichweite auch mal den Vorteil, dass vielleicht mal der ein oder andere Hersteller kommt, wie zum Beispiel ja, Fuji. Ja? Vielen Dank an der Stelle. Es gibt bald ein Review über die Fuji X-T5. Ich möchte eigentlich gar nicht wieder hergeben. Warum das so ist, erfahrt ihr im Video. Aber auch hier habe ich natürlich, da habe ich nichts von. Ja? Also der Hersteller stellt dir das im besten Fall kostenlos zur Verfügung. Geht sie kaputt, geht sie verloren, dir klaut sie einer oder sonst irgendwas, musst du die bezahlen. Ja? Also das heißt, ich habe als natürlich Fotograf, der dir etwas vorstellen muss, erstmal das große Problem, ja, wo kriege ich es denn her? Ja, also wo kriege ich das her, was du gerne sehen möchtest? Im Worst Case könnte man natürlich sagen, auch das hat mir ja jemand schon geschrieben, ja, hör mal, du bist doch Unternehmer, nimm mal ein bisschen Geld, kannst du doch kaufen und danach wieder verkaufen. Ja, das ist ja ein ziemlich, also kann im Grunde nur von jemandem kommen, der nicht unternehmerisch tätig ist. Denn es ist für mich natürlich auch wenig anreizend, zum Beispiel mir jetzt eine 80D zu kaufen, dir ein Video darüber zu machen, dir die Basics zu erklären, diese ja dann auch zu behalten, weil vielleicht hast du ja noch mal eine Frage, die ich dir beantworten soll, weil es bringt ja auch nichts, wenn ich mir jetzt die Kamera kaufe und sie dann gleich wieder verkaufe. Das heißt, ich müsste mir jetzt kaufen. So, jetzt überlege ich mir mal die ganzen Anfragen, die ich schon hatte. Da müsste ich einen sehr, sehr hohen Geldbetrag in die Hand nehmen, um mir quasi ältere Kameratechnik zuzulegen, um diesen Markt abzudecken. Falls mal jemand noch eine Frage hat zur 700D, 550D, zur 80D, zur 6D, 6D Mark II, ja, aber was damit machen? Ja, das heißt, auch diese Annahme, man könne auf so einen großen Fuhrpark zugreifen, das ist wirklich schwierig für alle. Es ist für alle Fotografen schwierig. Ja, und natürlich hat kein Hersteller, und das muss man auch mal ganz klar sagen, Interesse, selbst wenn Canon jetzt noch einen Lagerbestand, eine 80D hat. Und ich würde Canon darum bitten, sie mal anschreiben, Mensch, könnt ihr mir mal eine 80D zur Verfügung stellen? Ich würde mal ein Video machen. Dann sagt Canon, nö, also das ist eine alte Kamera, 7 Jahre, was willst du damit? Ja? Und beim Händler genauso. Die Händler sind natürlich auch eher geneigt, eine moderne Kameratechnik zu verkaufen, als eine Kamera, die schon 7 Jahre alt ist. Im Grunde ist der Anreiz sehr, sehr gering, solche älteren Kameramodelle zu verkaufen oder auch jemandem zur Verfügung zu stellen, um damit quasi, im Grunde ist es ja, jede Kamera, die du vorstellst, ist ja eine Form der Werbung für den Hersteller, für den Händler, was auch immer. Ja, der Anreiz ist halt einfach nicht da. Ja, der Autohändler wird ja auch immer versuchen, erstmal ein neues Auto zu verkaufen, als eins, was schon 10 Jahre alt ist. Das ist einfach so, das liegt in der Natur der Sache. Und deshalb ist es eben schwierig, in
heutigen Zeiten eine Kamera zum Beispiel neu vorzustellen oder gewisse Sachen vorzustellen, ja, die einfach 7 Jahre schon alt sind. Das heißt, Problem Nummer 1, wie kommst du ran? Ja, wo kriegst du die Kamera her? Kaufen, wieder verkaufen, macht für mich keinen Sinn. Den Content, den ihr gerade genießt, der ist für euch völlig kostenlos. Das heißt, ich muss ja auch immer sehen, wie kriege ich das in irgendeiner Form finanziert? Wie soll das funktionieren? Ja, die Werbeeinnahmen von YouTube habe ich euch schon ein Video drüber gemacht. Die reichen dafür vorne und hinten nicht. Ja? Die Illusion braucht man sich nicht nehmen. Das heißt, wenn du so einen Kanal auch betreibst, musst du eben sehen, wie lässt sich das finanzieren. Ja? Du kannst nicht einfach eine Kamera kaufen und dann sie wieder verkaufen. Ja? Allein da würdest du ja, ich sag mal, ich kaufe jetzt ein neues Kameramodell oder ich kaufe mir die 80D. Kauf sie mir für 80D beim Händler, kostet 500 € mit einem Kit-Objektiv. Teste die jetzt ein halbes Jahr, mache schön viele Videos davon, wo es ja eigentlich schon tausende Videos von gibt. Und dann verkaufe ich sie wieder mit 100 €, 200 € Nasse. So, das heißt, ich habe 200 € ausgegeben, habe vielleicht 3, 4, 5, 6 Videos produziert, aber die müssten dann genau das wieder rausspielen. Und das machen sie halt einfach nicht, weil es gibt ja schon genug über zum Beispiel die 80D. Deshalb produziert heute kaum noch einer Videos über ältere Kameratechnik. Und ja, ältere Kameratechnik führt ebenfalls zu guten Bildern, wenn man damit umgehen kann. Und es ist einfacher aktuell tatsächlich mit einer spiegellosen Kamera für einen Einsteiger ein besseres Bildergebnis zu bekommen. Ich sehe es auf meinen Workshops, ihr Lieben. Ich habe immer wieder Teilnehmer, die dann erstaunt sind, ich habe mir gerade eine neue Spiegellose, ist ja viel einfacher als mit Spiegelreflex. Na klar, du musst nicht so viel überlegen. Ob du am Ende für dein Bild verstanden hast, was du eigentlich verstellt hast, Blende, ISO, Verschlusszeit, das ist ja dahingestellt. Hier musst du es verstanden haben, sonst kommt im manuellen Modus in der Regel kein vernünftiges Foto bei raus. Das heißt, ja, Spiegelreflexkameras haben mit Sicherheit immer noch einen Platz auf dem Markt, aber der wird kleiner. Der wird kleiner und ich denke auch, dass die technische Entwicklung, und man sieht es ja bei den Herstellern, ja, sie stampfen diese Produktion ja irgendwie ein. Es geht ja ins Spiegellose, weil du Vorteile hast, schnellere Serienbildauslösung, weniger Verschleiß, höhere Auflösung, bessere Bilder. Die Leute kommen schneller damit zurecht, sie sind schneller zufrieden mit dem Produkt. Ja, all das hat Vorteile. Und genau aus dem Grund werden nur noch wenige ältere Kameramodelle, das ist im Grunde schon fast Liebhaberei, vorstellen. Es gibt den einen oder anderen Kanal, auch ich muss manchmal schmunzeln, auch Neueinsteiger im YouTube-Bereich, die das schönreden wollen. Ja, man braucht keine neue Kamera. Nein, brauchst du sie nicht. Aber gerade im gewerblichen Bereich, und das dürft ihr nicht vergessen, auch ich bin ja gewerblicher Fotograf. Ja, ich kann jetzt nicht mit meiner 700D oder mit einer 80D eine Hochzeit fotografieren. Ja. Dann denken die, oh, cooler Typ. Ja, also du musst schon auf dem Stand der Technik bleiben. Bist du einfach letztlich ja auch deinem Kunden geschuldet, von dem du ja eine geldwerte Gegenleistung nimmst dafür, dass du seine Fotos machst. Und da erwartet er natürlich einen hohen Stand der Technik. Das heißt, mein eigener Technikfuhrpark, meine Kameras bewegen sich auf einem aktuellen Stand. Ganz einfach, weil ich sie beruflich auch brauche. Und daher macht es für mich wenig Sinn, ältere Kameras, die vielleicht 6, 7, 8, 10 Jahre alt sind, mir anzuschaffen, um darüber ein Video zu machen. Ja. So, ihr Lieben, das war's. Das war mein Statement zu der Frage, sind ältere Kameras schlechter als neuere Kameras? Sie sind nicht schlechter, aber die Entwicklung ist weitergegangen. Kann man damit bessere oder schlechtere Fotos machen? Du kannst, wenn du ein guter Fotograf bist, auch mit der Spiegelreflexkamera, die kann auch noch so alt sein, auch analog habe ich mega Fotos schon wieder gemacht, dann kannst du auch damit Bombenfotos machen, überhaupt keine Frage. Wenn die Lichtverhältnisse stimmen, wenn dein ISO nicht so hoch schießt, weil es halt einfach dunkel ist. Ja, all das funktioniert. Aber du wirst wenig Fotografen, wenig YouTuber finden, die dir heute noch über ältere Kameras aktuelle Videos machen, weil der Markt voll ist davon. Ja? Heute, wenn du ein Video über die R6 Mark II machst, die kam raus, alle haben ein Video gemacht, der Markt wird gesättigt, dann wirst du wahrscheinlich in 5 oder 6 Jahren kaum noch einen finden, der dir über die R6 Mark II dann aktuell noch ein Video macht und sagt, ich habe noch mal den Stein der Weisen, ich habe noch ein Menü gefunden, eine Taste gefunden, die hat euch noch keiner berichtet. Nein, da wird auch keiner mehr machen, sondern es gibt ein Video über die aktuelle Kamera, weil da ist das Ganze ja schon abgefrühstückt. Ja? Der Markt ist quasi abgegrast. Ihr Lieben, ich hoffe, mein Video konnte mal wieder ein bisschen dazu beitragen, wie funktioniert YouTube, wie ist das so mit diesen ganzen Anfragen, macht es Sinn überhaupt mal anzufragen, ja, kannst du mal ein Video über eine alte Kamera machen und wie funktioniert das mit der Technik, die wir vorstellen, ja, nicht nur ich, sondern ja auch andere Kanäle. In der Regel steckt viel Geld dahinter, das wir reinstecken, weil wir uns Sachen selber kaufen und mit ein bisschen Glück bekommst du ab und an mal eine Leihstellung von einem Hersteller. Die Illusion, dass ihr das behalten könnt, dass ihr alles umsonst ist, die kann ich euch nehmen. Ja? Da müsst ihr schon dann ganz, ganz andere Abonnentenzahlen haben.
Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video erhellt und gefallen hat, dann lasst mir dafür gerne einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen und ihr habt es noch nicht getan, dann abonniert natürlich gerne und kostenlos meinen Kanal. Glocke nicht vergessen, da gibt es eine Info, wann immer es ein neues, interessantes Video auf meinem Kanal gibt. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen bis zum Ende des Videos. In diesem Sinne, ihr Lieben, bis dahin.